Lisa fand eine alte Akte im Büro, als sie gerade dabei war, die Regale neu zu ordnen. Sie bemerkte sofort, dass der Ordner anders aussah als die anderen, da er ein ungewöhnlich dickes Papier hatte. Neugierig öffnete sie den Ordner und stieß auf eine Sammlung von Dokumenten, die nicht nur alt, sondern auch geheim zu sein schienen. Der erste Satz, den sie las, lautete: Nur für den internen Gebrauch der Regierung. Sofort fühlte sie sich unsicher, ob sie das Dokument überhaupt hätte sehen dürfen. Was könnte hier so geheim sein, fragte sie sich, während sie die Seiten weiter durchblätterte. Es schien sich um ein Projekt zu handeln, das sowohl politische als auch wirtschaftliche Auswirkungen hatte, und zwar in einer Größenordnung, die sie sich kaum vorstellen konnte. Das kann nicht wahr sein, dachte sie, als sie einen Vertrag las, der die Zustimmung der höchsten Behörden verlangte. Während sie weiter las, stieg in ihr die Frage auf, warum diese Akte hier in ihrem Büro lag. Sie musste unbedingt herausfinden, was in diesem Dokument stand, doch gleichzeitig wuchs ihre Angst, etwas zu entdecken, das sie nicht hätte wissen dürfen. Sie fühlte sich hin und her gerissen zwischen ihrer Neugier und ihrem Verantwortungsbewusstsein. Bis zum Mittag hatte sie so viele Informationen gesammelt, dass sie nicht mehr wusste, wo sie anfangen sollte. Sie legte die Akte auf ihren Schreibtisch und überlegte, was sie als nächstes tun sollte. Soweit sie es beurteilen konnte, handelte es sich um ein geheimes militärisches Projekt, das von der Regierung organisiert worden war. Das darf doch nicht wahr sein, flüsterte sie, als sie den Vertrag mit den Unterschriften der Minister las. Es war fast, als ob sie in ein Netz aus Intrigen geraten wäre, das viel größer war als sie selbst. Als sie den Raum verließ, dachte sie immer wieder an die geheimen Informationen, die sie gerade entdeckt hatte. Sie wusste, dass sie sowohl vorsichtig als auch schnell handeln musste, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Lisa entschied sich, mit ihrem Kollegen Thomas zu sprechen, da er schon immer ein gutes Gespür für solche Dinge hatte. Thomas, begann sie, ich habe etwas entdeckt, das mir Sorgen bereitet. Thomas schaute sie mit einem skeptischen Blick an. Was hast du gefunden? Fragte er, als ob er es schon ahnte. Es geht um eine geheime Akte, die ich im Büro gefunden habe, erklärte sie. Thomas nahm die Akte in die Hand, ohne wirklich zu wissen, was ihn erwartete. Als er die ersten Seiten durchblätterte, zog er die Augenbrauen zusammen. Das ist schwerwiegender, als ich dachte, sagte er schließlich. Wir müssen herausfinden, wer dieses Dokument hier hinterlassen hat, fügte er hinzu. Sie nickte, wobei ihr bewusst wurde, dass sie jetzt in ein gefährliches Spiel verwickelt war. Sie wusste, dass es kein Zurück mehr gab, sobald sie diesen Weg eingeschlagen hatte. Ich muss sofort handeln, dachte sie, während sie aus dem Büro ging, um den Ordner in Sicherheit zu bringen. Während sie den langen Gang entlang ging, spürte sie eine zunehmende Nervosität.
So oft wie sie versuchte, ruhig zu bleiben, konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand sie beobachtete. Sie beschloss, bis zum Abend zu warten, bevor sie weitere Schritte unternahm. Bis dahin wollte sie so viele Informationen wie möglich sammeln. Sie fragte sich, ob es sich um eine Falle handelte, in die sie unwissentlich geraten war. Ihre Gedanken kreisten ständig um diese Akte, als ob sie nicht mehr loslassen konnte. Sie hatte das Gefühl, dass sie entweder alles riskieren oder alles aufgeben musste. Indem ich diese Akte weiter untersuche, könnte ich mehr herausfinden, dachte sie, aber was, wenn es zu spät ist? Sie entschloss sich, keine weiteren Risiken einzugehen. Also versteckte sie die Akte sicher und machte sich auf den Weg nach Hause, wobei sie immer wieder nachschaute, ob ihr jemand folgte. Auf dem Weg nach Hause fragte sie sich, was passieren würde, wenn jemand anderes diese Akte fand. Ich muss alles tun, um diese Informationen zu schützen, dachte sie entschlossen. Doch je mehr sie darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr, dass sie tief in ein Netz von Geheimnissen verstrickt war. Lisa entschied sich, sofort mit ihrem besten Freund, Markus, zu sprechen, der schon immer ein gutes Gespür für solche Angelegenheiten hatte. Markus, ich brauche deine Hilfe, sagte sie, als sie bei ihm zu Hause ankam. Was ist los? Fragte Markus besorgt, als er sie in die Wohnung ließ. Lisa erzählte ihm alles, von der geheimen Akte, die sie im Büro gefunden hatte, bis hin zu ihren Ängsten und Zweifeln. Markus hörte aufmerksam zu, während er eine Tasse Tee für sie zubereitete. Es klingt, als ob du in etwas viel Größeres verwickelt bist, als du dir vorstellen kannst, sagte er nachdenklich. Was soll ich jetzt tun? Fragte sie verzweifelt. Markus dachte nach, bevor er antwortete, wir müssen herausfinden, wer diese Akte wirklich hinterlassen hat und was sie damit vorhaben. Aber wie? Fragte sie, ich kann nicht einfach die Polizei rufen, ohne genau zu wissen, was los ist. Wir müssen uns vorsichtig an jemanden wenden, dem wir vertrauen können, schlug Markus vor. Lisa stimmte zu, aber sie wusste, dass es riskant war, auch nur mit einer Person über die Akte zu sprechen. Vielleicht kann uns ein Insider helfen, sagte Markus, aber wir müssen vorsichtig sein und dürfen niemandem trauen, der uns nicht wirklich vertraut. Ich hoffe, dass du recht hast, antwortete Lisa, obwohl sie sich immer noch unsicher fühlte. In den nächsten Tagen verbrachte Lisa jede freie Minute damit, mehr über das geheime Projekt herauszufinden. Sie durchsuchte das Internet, sprach mit verschiedenen Kollegen und versuchte, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, ohne Verdacht zu erregen. So oft sie auch versuchte, mit den richtigen Leuten zu sprechen, es schien, als ob alle etwas zu verbergen hatten. Sie begann zu glauben, dass sie nie die ganze Wahrheit erfahren würde.
Eines Tages, während eines Gesprächs mit einem ihrer Kollegen, sagte dieser plötzlich: Ich habe gehört, dass einige der Informationen aus diesem Projekt in den falschen Händen gelandet sind. Lisa spürte sofort, dass sie mehr wissen musste, und fragte ihn genauer nach Details. Doch er war zögerlich und schaute sich immer wieder nervös um, als ob er befürchtete, gehört zu werden. Es ist besser, wenn du dich nicht zu sehr in diese Angelegenheit vertiefst, sagte er schließlich, bevor er schnell das Thema wechselte. Lisa wusste, dass sie vorsichtig sein musste, aber sie fühlte sich zunehmend in die Ecke gedrängt. Es war klar, dass dieses Projekt viel mehr Menschen betroffen hatte, als sie ursprünglich angenommen hatte. Vielleicht ist es besser, alles ruhen zu lassen, dachte sie manchmal, aber dann erinnerte sie sich an das, was sie schon herausgefunden hatte. Sie konnte nicht einfach zulassen, dass solche Informationen unbeachtet blieben. Während sie immer tiefer in die Recherchen eintauchte, fand sie heraus, dass auch einige ihrer eigenen Kollegen in das Projekt involviert waren. Es war fast, als ob niemand mehr sicher war, wem man noch vertrauen konnte. Lisa wusste, dass sie nun in Gefahr war und dass sie vorsichtiger als je zuvor sein musste. Sie begann, ihre Schritte zu planen, indem sie sich immer wieder versicherte, dass sie nichts zurückließ, was jemand auf sie zurückführen könnte. Währenddessen bemerkte sie immer häufiger, dass sie verfolgt wurde. Sie fragte sich, ob es nur ihre Einbildung war oder ob sie wirklich in Gefahr schwebte. Als sie eines Abends nach Hause kam, fand sie einen Zettel an ihrer Tür, auf dem stand: Sei vorsichtig, Lisa. Das kann nicht wahr sein, flüsterte sie erschrocken. Es war eindeutig, dass ihre Entdeckungen nicht unbemerkt geblieben waren. Ich muss wissen, wer hinter diesem ganzen Drama steckt, entschied sie sich, und ich werde nicht aufhören, bis ich es herausgefunden habe. Sie hatte sich nun so tief in das Geheimnis verstrickt, dass sie keinen Ausweg mehr sah. Doch sie wusste, dass sie weiterkämpfen musste, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.